Herzlich willkommen zu unserem Format Launch Test. Heute sind wir in Frankfurt und wir sind gerade in der Pass Lounge im Terminal 2 auf der Höhe von Gate E sozusagen. Fangen wir an. Wir sind ein bisschen erschrocken über die Lounge, ehrlich gesagt. Wie soll ich sagen, kommen wir erstmal zum Punkt 1. Zugang und Check-in-Prozess. Der war relativ einfach. Auch das Finden der Lounge war auch relativ einfach. Also wir sind sehr schön rangekommen, das Personal war sehr, sehr freundlich. Dafür gibt es einen vollen Punkt. Also kommen wir zum Punkt 2, Atmosphäre und Design. Bisschen altbacken, ehrlich gesagt. Also die Stühle und Tische hier, das sind von vor 20 Jahren. Überhaupt nicht modern und sind auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so wirklich bequem. Auch sehr, sehr laut, weil das alles sehr, sehr offen ist. Also man müsste hier komplett renovieren, um ein neues Gefühl, neue Atmosphäre zu bekommen. Ehrlich gesagt dafür 0 Punkte. Sitzmöglichkeiten, es gibt eine riesen Auswahl. Also du hast sehr, sehr viele Lounge-Möbel, aber auch was Hochsitze, du hast auch ganz normale Tische mit Stühlen. Also Sitzmöglichkeiten gibt es sehr, sehr viele, aber auch 4 solcher Sitzplätze, wo du telefonieren kannst, also am Laptop bist oder arbeiten kannst. Also deswegen gibt es für die Sitzmöglichkeiten eigentlich einen ganzen Punkt, da das Ganze aber relativ unbequem ist und so, ja, wie soll ich sagen, so altbacken ist, würde ich da gerne einen halben Punkt Abzug machen, weil es war schon mal besser. Deswegen für Sitzmöglichkeiten nur einen halben Punkt. Ruhe und Lärmpegel. Also es ist relativ offen, es ist aber sehr, sehr laut. Also es ist nicht so irgendwie abgegrenzt durch irgendwelche Schallmauern oder ähnliches. Wir hatten ein bisschen Pech, wir sitzen hier relativ nah an der Toilette. Das heißt, du hörst hier diesen Handtrockner. Ja, also Ruhe und Lärmpegel. Ich würde das eher einen halben Punkt abziehen. Also 0,5 Punkte für Ruhe und Lärmpegel, weil das doch schon sehr, sehr laut sein kann und es ist hier auch relativ voll gerade. Essen und Trinken, also ehrlich gesagt, geschmacklich eine 0. Also wirklich, auch die Auswahl sehr, sehr schlecht. Also ein paar Würstchen, ein bisschen Salat, ein bisschen Brot und Aufschnitt. Also da haben wir jetzt schon weitaus bessere Lounge gesehen in dem Format. Also leider für Essen und Getränke eine komplette 0. Der Service allerdings ist hier relativ gut. Die Damen und Herren sind hier die ganze Zeit unterwegs und räumen die ganze Zeit auf. Das heißt, die Teller, Gläser werden die ganze Zeit abgeräumt. Also die ganze Zeit wirklich, hier sind die Damen die ganze Zeit unterwegs. Auch am Empfang war das super nett. Für den Service würde ich einen vollen Punkt geben. Und ja, Sauberkeit und Hygiene, wie soll ich sagen, also es ist sauber, aber der Teppich hier zum Beispiel, der macht so einen altbackenen Eindruck und auch die Sitze sind so ein bisschen, wie gesagt, altbacken, ein bisschen dreckig. Deswegen für Hygiene und Sauberkeit würde ich dafür einen halben Punkt geben, weil es ist so ein gleiches Unwohlgefühl durch dieses Altbackene, dieses Feeling, fühlt es sich nicht mal so neu an. Arbeitsmöglichkeiten und WLAN, also fürs WLAN muss ich sagen, top, also es ging relativ schnell. Arbeitsmöglichkeiten gibt es hier auch, das heißt, du hast so 4 solche Separés, sag ich mal, wo du arbeiten kannst, abgeschirmt bist. Und du kannst hier auch drucken. Also von daher für Arbeitsmöglichkeiten, WLAN etc. gibt es dafür vollen Punkt. So, Unterhaltungsmöglichkeiten. Es gibt Zeitschriften, es gibt aber keinen Fernseher. Aber auch dieses Display, wo die Abflüge sind oder sowas, das gibt es hier nicht. Also keine einzige Information, wann dein Flug ist. Das heißt, du musst selber auf deine Uhr achten. Deswegen Unterhaltungsmöglichkeiten, ehrlich gesagt, ja, eigentlich 0 Punkte. Aber da es Zeitschriften gibt, irgendwie so dazwischen. Ich würde dem Ganzen aber trotzdem 0 Punkte geben, weil es muss ja Möglichkeiten nach oben geben, deswegen 0 Punkte für Unterhaltungsmöglichkeiten, ehrlich gesagt. Also besondere Annehmlichkeiten, eigentlich fast 0, außer Duschen, aber die sind zurzeit geschlossen, also irgendwie die Renovierungsarbeiten, glaube ich, oder irgendwas anderes sind auf jeden Fall geschlossen. Keine Möglichkeiten jetzt zu duschen, mehr gibt es aber auch nicht, also keinen Spielbereich oder keinen Gebetsraum oder ähnliches, also sowas ist hier nicht vorhanden, deswegen von meiner Seite aus 0 Punkte. Kommen wir zu unserem vorletzten Punkt, Aussicht aus der Lounge. Ehrlich gesagt, 0 Punkte. Gleich von vornherein. Du hast hier Ausblick auf die Straße, das heißt weder zum Terminals oder irgendwie luftseitig, wo du dann Ausblick auf die Start- und Landebahn hast. Also hier hast du eine schäbige Aussicht auf eine Straße, plus die Scheiben sind halt voll verdreckt. Also dafür tatsächlich leider 0 Punkte. So, wir sind gerade auf dem Weg von der Lounge jetzt zu unserem Gate. Die Lounge war bei E4, glaube ich, oder E5. Wir müssen zu D5, das heißt, es ist ein kleiner Weg, 10 Minuten. Ganz wichtiger Hinweis, die Lounge ist nach der Passkontrolle, aber noch vor der Sicherheitskontrolle. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den dürft ihr nicht vergessen. Wenn ihr nach der Sicherheitskontrolle hier seid, zumindest in dem Terminal,
dann kommt ihr nicht mehr raus und könnt nicht in die Lounge gehen. Kommen wir zur Gesamtbewertung. 5 Punkte für diese Lounge. Ehrlich gesagt aber eine ziemlich schlechte Lounge. Das Einzige, was wirklich gut war, war der Service, der Check-in-Bereich, aber das war es dann auch wirklich. Der ganze Rest, man müsste die komplette Lounge renovieren, neu machen, schön machen und dann hat das Ganze wieder Potenzial. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Like gerne und kommentiert und bis zum nächsten Mal.